Hallo und willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich schaue heute für euch, in welcher Energie er dir gegenüber ist. Das kann, je nachdem, in welcher Situation ihr euch befindet, eine dauerhafte Energie sein. Ich würde es auch jeweils dazu sagen. Oder vielleicht auch eine Energie im Moment, wenn ihr zum Beispiel gerade nur eine Pause habt oder voneinander örtlich getrennt seid. Je nachdem werde ich für euch auch Filter nennen, ob ihr resonieren könnt oder nicht, bei den verschiedenen Aussagen, die ich treffen werde. Okay, mit dem schönen Erotic Fantasy Tarot schaue ich für euch. In welcher Energie befindet sich denn zum Beispiel gerade ein Mann? Okay. Das ist ja ein Mann in einer Energie, dass er zurzeit ein Business aufbauen möchte, ja, dass er zurzeit beruflich etwas erreichen möchte. Da liegt ganz stark sein Fokus, aber der möchte sich auch ein bisschen mehr so auf dich fokussieren. Also es ist für ihn im Moment ein bisschen schwierig, aber er möchte nicht dich quasi vernachlässigen. Ja, vernachlässigen sagt man so einem Tier, aber bezüglich, dass er genug Zeit für dich hat. Ja, also der ist hier in einer gesunden männlichen Energie. Er möchte etwas erreichen, er ist zielstrebig, aber er möchte auch mit dir ausreichend Zeit verbringen. Es kann sein, dass er dich ein bisschen so beleidigt hat, ja, so nicht direkt mit Worten, aber indem er vielleicht einmal oder ein paar Mal nicht ausreichend Zeit für dich hatte und du hast dich hier deswegen wahrscheinlich zurückgezogen. Ja, vielleicht mögt ihr einen anderen Begriff dafür nutzen, aber mir kommt jetzt von der Energie her, um diese zu beschreiben, der Begriff Schmollen rein. Gibt es hier dann auch so einen Ratschlag? Oh, Königin der Schwerter. Also mit so einem Mann, wenn ihr euch im Moment mit einem Mann in solch einer Situation befindet, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr hier ein bisschen streng seid, ja, und wirklich sagt, was euch nicht passt. Also dieser Mann hätte Verständnis dafür, denn er hat auch schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen und tut sich schwer, für euch genug Zeit zu haben. Also für dich, wenn du hier resonieren kannst. Es können auch mehrere Aussagen auf einen Mann zutreffen oder es können auch hier Aussagen erscheinen, die auf verschiedene Männer zutreffen. Ja, also es gibt ja auch Frauen, und das ist ja auch gesund, die mehrere Verehrer haben. Ja, wenn es platonisch ist, spricht nichts dagegen. Also hier sagt das Tarot, sag ihm ruhig, wenn dir etwas nicht passt. Ja, zum Beispiel, wenn es dir nicht gepasst hat, dass ihr in den letzten Wochen zu wenig Zeit miteinander verbracht habt, dann sag ihm einfach, dass so gefällt mir das nicht, wie es ist. Das und das und das gefällt mir nicht. Das wird ja auch generell immer empfohlen, einem Mann alles klar und deutlich zu sagen. Ja, nicht unbedingt voller Emotionen, aber vor allem sollte eine Frau nie davon ausgehen, dass sich der Mann dies oder jenes ohnehin denken kann. Das ist nämlich nicht so. Gut, dann nehme ich mir eine weitere Aussage her. Hier geht es um einen Mann, wie gesagt, das kann dasselbe sein, das kann auch ein anderer sein, mit dem es irgendwelche Wortgefechte sogar gab, ja, vielleicht ein bisschen so Sticheleien, Meinungsverschiedenheiten. Hier spüren beide oder es haben hier beide den Verdacht, dass sie vielleicht charakterlich nicht so harmonieren.
Es gibt aber hier dennoch eine sehr starke sexuelle Anziehung. Ja, es kommen vielleicht beide immer wieder aufeinander zu. Ihr trefft euch immer wieder, ihr seid vielleicht auch mit ihm intim. Ja, eine Person von beiden meldet sich immer wieder bei der anderen und das ist hier so ein ewiges Hin und Her, kann hier auch on-off sein. Ja, oder so ein Verehrer, mit dem es eben nicht mehr platonisch ist und also es kann sein, ja, also das ist hier die Energie, die ich spüre, aber generell gilt ja 80% Resonanz, also wenn ihr nur eine Aussage oder 2 Aussagen weglassen müsstet, sodass es für euch passt, ist das auch völlig okay. Ja, und das ist die Aktivität hier. Okay. Hier ist er auch in der Energie, dass er dich nicht loslassen möchte. Ja, das ist aber auch typisch für Männer, wenn sie schon mal Zugang zum Körper der Frau hatten. Selbst wenn es Turbulenzen gibt, ja, sofern sie jetzt noch nicht mit der Frau zusammenleben und sie sich quasi die Frau nicht rund um die Uhr geben müssen, hart gesagt, lässt ein Mann normalerweise eine Frau nicht gehen, ja, weil er ja immer Zugang zu ihrem Körper hat. Also der ist euch gegenüber diesbezüglich oder dir gegenüber da immer noch sehr zugetan. Ja, es gibt hier Probleme, Disharmonie, aber er möchte weiterhin mit dir intim sein. Was wird euch empfohlen? Okay. Es wird dir hier empfohlen, das Ganze so laufen zu lassen. Ja, normalerweise, ja, sobald eine bestimmte charakterliche Disharmonie ist, ist das eigentlich auch so ein Omen, dass beide auch eben nicht charakterlich zusammenpassen, nicht passen für eine Beziehung bis hin zur Ehe. Aber das Problem ist hier, wenn du mit ihm das Ganze beendest, wirst du wahrscheinlich immer wieder zurück zu ihm. Da ist es hier besser, wenn du das Ganze weiterhin laufen lässt und dann, während du mit ihm noch etwas am Laufen hast, in die Stärke kommst, dich von ihm eventuell zu trennen. Ansonsten wäre das wirklich so ein ganz, ganz typisches On-Off. Und könnte er dich dann immer wieder einfangen. Aber die Energie ist ja positiv bezüglich der Anziehung, positiv bezüglich, ich möchte sie weiterhin treffen, charakterliche Disharmonie und aber dennoch von ihm auch schon ziemlich klar, das wird mit ihr nicht ewig halten, diese Frau werde ich nicht heiraten, denn ich möchte ja keine Frau haben, mit der ich mich dauernd streite. Ja, also die Energie hat er auch. Okay. Oh, das sind harte Energien. Also das sind grundsätzlich Energien mit Karten mit harten Energien. Der Tod, der König, das Schwerter und der Teufel. Hier kann es um einen Mann gehen, der quasi 2 Frauen gleichzeitig am Laufen hat oder hatte, ja, der aber in dieser abwehrenden Energie ist, so von wegen: „Nein, ich habe mich gerade erst getrennt und deswegen gehe ich jetzt nichts Ernstes mit dir ein.“ Oder, oder wenn er noch mit beiden Frauen etwas am Laufen hat, dann sagt er auch: „Nein, ich werde mich jetzt von derjenigen, mit der ich offiziell zusammen bin oder mit der ich verheiratet bin, nicht trennen“, ja? Der wehrt sich dagegen. Er möchte hier, ja, quasi die andere Flamme oder die alte Flamme nicht loslassen. Und wenn er hier hoffen wahrscheinlich einige Frauen, dass er das nicht so meint oder dass es sich irgendwann ändern wird, aber zumindest im Moment stimmt das so, ja, das, was er da gesagt hat, die harte Energie, die er euch oder dir wahrscheinlich gezeigt hat, die ist echt. Das meint er wirklich so, ja. Also der ist auch in so einer Position, hier ist auch vielleicht ein bisschen stolz, dass er sich quasi nicht erpressen lassen möchte, dass er sich kein Ultimatum stellen lassen möchte, ja. Okay, was wird euch empfohlen?
euch einen Mann zu suchen, der es ernst mit euch meint, ja, der von es muss ja es soll ja am Anfang auch gar keine Treue sein, ja? Wenn ihr einen Mann kennenlernt und er ist nur ein Bekannter, dann gibt's keine Treue, weil er ist ja nur ein Bekannter. Das Problem ist nur, dass ihr euch ab der Intimität an den Mann bindet und dann wollt ihr ihn spätestens nur noch für euch haben. Ja, also so ist das bei uns Frauen. Und hier wird dir empfohlen, ja, auszugehen, Männern die Chance zu geben, dich anzusprechen und wirklich zu versuchen, dir einen neuen zu suchen, der es von Anfang an ja gut mit dir meint. Ich sag's mal so. Er darf andere Frauen treffen, solange alles platonisch ist. Und es sollte ja auch eigentlich die Intimität am Schluss des Kennenlernens erst kommen, also erfolgen, weil ihr euch ja bis dahin, bis alles abgeschlossen ist, bis ihr genau geprüft habt, ja, wir passen jetzt zusammen oder nicht, könnt ihr das ja gar nicht wissen, ob es wirklich mit euch weitergehen wird, ob es harmonisch mit euch weitergehen wird. Ja, und wenn ihr euch denkt, nein, das muss auch ausprobiert werden oder es macht doch nichts, es ist doch nur Sex. Nein, so ist das einfach nicht bei Frauen. Wir binden uns durch Intimität. Ja, wir verlieben uns oder wir verlieben uns noch stärker. Das ist das Problem. Also es ist okay, wenn sich zwei Menschen platonisch kennenlernen, dass sie auch andere Menschen kennenlernen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ein Mann, der dir von Anfang an treu ist und auch nicht ein Mann, der von Anfang an, der es ernst mit dir meint, weil anfangen beim Mann tut es nun mal mit der sexuellen Anziehung. Da gibt es nichts Ernstnehmendes vom Mann ausgehend, einer spezifischen Frau ausgehend. Das kommt dann erst, indem er sich an die Frau bindet, indem er sich in sie verliebt, ja, das passiert, indem er sich um sie bemüht. Dann kann er sich erst nach und nach vorstellen, mit ihr auch etwas Ernstes zu haben. Davor spielt es das bei Männern einfach nicht. Aber wichtig ist auch immer, ich weiß jetzt nicht, ob dieser spezifische Mann, das wird bei allen unterschiedlich sein, ob auch verheiratet ist, aber wenn ihr nicht mit einem Mann schläft und im Laufe der Kennenlernphase bemerkt ihr oder erfährt ihr von ihm, ja, also immer aufpassen, ob etwas nur ein Gerücht ist natürlich, er sagt, dass er verheiratet ist, dann auf gar keinen Fall weiterhin treffen. Ja, auch wenn er sagt, da läuft nichts mehr oder das ist nur mehr am Papier, ja, dann soll er zuerst das Ganze abklären und sich scheiden lassen, euch die Scheidungspapiere zeigen. So wird es einfach in der Psychologie empfohlen, unter anderem deswegen, weil es besteht die Möglichkeit, ich denke, ihr werdet euch ja nicht mit der Ehefrau unterhalten, dass sie vielleicht gar nicht Bescheid weiß. Ja, vielleicht sind das nur seine Gefühle, seine Ansichten und für sie ist die Ehe eigentlich noch intakt. Ja, und vielleicht schläft er ja auch noch mit ihr, obwohl er sagt, er macht das nicht mehr. Und selbst wenn es mit diesem Mann irgendwann klappt und ihr seid dann seine Ehefrau und er ist natürlich von der aktuellen Frau geschieden, dann könntet ihr euch selbst auch in dieser Situation befinden. Dann kann er auch, weil es hat ja dann mit euch beiden so angefangen, dann könnte er auch, während ihr mit ihm aus eurer Sicht noch glücklich verheiratet seid, sich einstweilen eine andere suchen. Ihr könnt euch bei so einem Mann nicht sicher sein. Natürlich könnt ihr dann dadurch sagen, ein Mann, der verheiratet ist und es bei mir versucht, dem gebe ich gar keine Chance, weil der diese falsche Einstellung hat, aber er könnte ja auch davon lernen, ja, er könnte ja von euch lernen, dass das moralisch nicht korrekt ist. Und selbst wenn es stimmt, dass der Mann mit seiner Ehefrau nichts mehr hat, ist er trotzdem mit ihr am Papier noch verheiratet und weiß er dann dadurch, es ist dennoch diese Energie vorhanden, dass der Mann dann quasi das Gefühl hat, boah, bin ich toll, jetzt habe ich zwei Frauen gleichzeitig. Ja, mit der einen bin ich am Papier verheiratet und die andere, die darf ich, ja, mit der habe ich eben was am Laufen. Das ist dann auch so ein Problem. Und ja, es wird euch hier eine Ablösung empfohlen von diesem Mann, zumal der auch in dieser harten Energie ist, dass er ja, sich da nichts aufzwingen lassen möchte. Der möchte sich hier, da geht es ein bisschen so um Stolz, um Ego, er möchte hier nicht einknicken. Es kann natürlich sein, dass das nur auf diese Situation bezogen ist, aber ich denke nicht. Das ist ein schwieriger Mensch. Der wird dann auch in Zukunft, egal welcher Frau,
Probleme bereiten, dass er unflexibel ist, ja, dass er sich nicht anpassen möchte, dass er sich nicht nach der Frau richten möchte. Und so wird es aber empfohlen in der Psychologie, dass die Frau nur einen Mann annehmen sollte, der für sie flexibel ist und eben nicht einen in so einer harten Energie, der sagt, nein, ich lasse mich nicht von dir erpressen. Ich lasse mir von dir kein Ultimatum stellen. Okay. Mm. Das ist eigentlich selten bei Männern, aber ich habe hier einen Mann, der so schnell als möglich in die Ehe möchte. Und das hat er eindeutig ausgesprochen. Der hat hier irgendeinen für sich logischen, triftigen Grund. Kann auch sein, dass er von der Herkunftsfamilie dazu gedrängt wird. Aber er möchte sich auch nicht die Arbeit machen. Er möchte hier wahrscheinlich dir nicht lange den Hof machen. Er möchte keine Arbeit haben, eine Frau für sich zu gewinnen. Und ganz ehrlich, dann hat er keine Frau verdient, weil das ist Arbeit. Beziehungsaufbau ist auch eine Art Arbeit. Ja, es sollte genossen werden, die ganze Zeit miteinander sollte genossen werden. Es sollte am Anfang aber auch alles sehr locker gesehen werden. Also zuerst einmal wirklich beschnuppern, ob beide zusammenpassen. Es wird hier natürlich ein bisschen, nicht unbedingt viel, wahrscheinlich eher so ein bisschen schon fortgeschritten sein. Ja, der will vielleicht nur ganz kurz schauen, okay, würde dir als Ehefrau passen und ich nehme sie mir schon. Dann soll sie schon ja sagen, weil ich habe vielleicht auch dementsprechend was zu bieten, ja. Mir kommt hier rein am ehesten etwas von der Familie, ja, irgendein Erbe oder vielleicht ein reiches Familienunternehmen. 'N bisschen habe ich hier auch die Energie von archaischen Ansichten. Also, du heiratest in meine Familie ein, du nimmst meine Traditionen an, du, passt dich meiner Religion an, du nimmst meinen Nachnamen an. Also, das habe ich hier alles von der Energie her. Ja, das ist keine schöne Energie, das ist fordernd, das ist aufzwingend, das ist dominierend, das ist eigentlich sogar fast schon erpressend. Ja, zum Beispiel, wenn die Frau auch eine Ehe möchte und sie findet den Mann ganz gut und dann stellt er ihr das Ultimatum, entweder du heiratest mich sofort oder in kürzester Zeit oder es wird zwischen uns nichts. Denn ich suche mir nur eine Frau, die mich so schnell als möglich heiraten möchte. Also, heftig. Okay. Ja, und es ist auch gut, wenn ihr euch etwas anschaut, wenn ihr zum Beispiel nicht resoniert, denn auch dann sicher, wenn ich dann einen Ratschlag ziehe, gilt das im Moment für die jeweiligen Frauen, die resonieren können. Aber ihr erfahrt ja auch Infos und Tipps, Inputs, Wissen von mir, was ihr dann in so einer Situation tun könnt oder was vielleicht allgemein immer aus psychologischer Sicht dann empfohlen wird. Ich schaue jetzt einmal, was euch empfohlen wird. Ja, nicht in die Ehe zu gehen. 10 der Kelche ist schon das absolute Liebesglück, aber eben nicht die 10 der Münzen. Ja, also hier wirklich mit ihm, wenn ihr schon sowieso mit ihm vielleicht intim wart oder eine Beziehung habt, dann wird hier empfohlen, weiterhin mit ihm die Beziehung auszuleben. Und ihm vielleicht zu sagen, wie kommst du dazu, von mir etwas zu fordern? Ja, ich will dich jetzt noch nicht heiraten. Es ist zu früh, ihr könnt auch sagen, das ist nicht normal und so ist das. Das ist nicht meine Vorstellung. Das läuft sonst nicht nach meinen Vorstellungen. Ich möchte das so nicht. Ja, und dadurch, dass ich meine, es kann ja auch sein, dass ihr eine Ehe generell haben wollt. Also das ist normal, das will eigentlich jede Frau. Aber wenn der Mann, und es soll der Mann ja auch irgendwann wollen, wenn er sich in sie verliebt, ja, dann will er die Frau mit Haut und Haaren und passt er sich komplett ihr an, das schon. Ähm, aber wenn er hier glaubt, dass er wirklich eine Ehe und in diesem Fall eine Ehe fordern kann, ja, dann würde ich ihm auch ein bisschen so hier, ähm,
Ja, der Spruch passt jetzt nicht ganz. Ich meine das jetzt eher wörtlich, den Wind aus den Segeln nehmen. Und zwar in dem Sinne, dass ihr ihm eventuell das Fordernde ablernen könnt. Ja, indem ihr sagt, du, ich suche aber gar keine Ehe. Ich möchte nur eine Beziehung. Ja, dann ist er vielleicht bereit, euch weiterhin einfach so kennenzulernen, ja, oder die Beziehung einfach nur so zu haben. Ähm, und dann merkt ihr auch, ob er wirklich also dann würdest du, wenn du hier wirklich mit so einem Mann resonierst, auch merken, ob er wirklich dich will oder ob er eigentlich nur die Ehe will, weil dann will er ja gar nicht dich, sondern nur irgendeine Frau. Eigentlich könnte, so wie er in dieser Energie jetzt ist, könnte jede andere Frau deinen Platz einnehmen, ja, und das ist nicht ein Gefühl, dass er will wirklich mich, ja, sich besonders fühlen, sich wirklich verehrt oder begehrt fühlen. Das ist eigentlich schlecht für die Frau sogar. Hauptsache irgendeine an der Seite. Ich muss nur kurz schauen, ob ich das Bild hier schärfer machen kann. Ja, also diese Energie dir gegenüber ist quasi, du bist nur ein Mittel zum Zweck. Wenn du hier das Gefühl schon hattest, dann stimmt es auch. Ja, der meint es nicht ernst mit dir. Er meint es allgemein ernst, dass er etwas Ernstes will, ja, eine Ehe, aber nicht spezifisch mit dir. Und das wäre dann, ich sag so, mit so einem Mann könnt ihr gar nicht glücklich sein in einer Ehe. Ihr hättet dann vielleicht einen Ehemann, aber ihr werdet mit ihm nicht glücklich. Ja, weil er nicht spezifisch dich wollte, weil er sich nicht spezifisch um dich bemüht hat. Und weil er hier auch schon fordernd war. Ja, der wird weiterhin fordernd sein. Der wird weiterhin glauben, wenn er sich da durchsetzt jetzt, wird er weiterhin glauben, du richtest dich nach ihm. Immer. Du bist wie eine Sklavin für ihn dann. Ja, so von der Energie her. Es kann sein, dass er nicht unbedingt mit der Faust auf den Tisch immer haut, sondern dass er sich vielleicht sogar mit Überredungskunst durchsetzt. Aber es wäre dann der Startschuss gegeben, dass du dich immer nach ihm richten würdest, weil du es möchtest, weil du es dann schon einmal getan hast. Also die Energie ist hier dir gegenüber kalt, ausnutzerisch und ja, damit du es nicht bereust, ja, dass du dir nicht denkst, was wäre gewesen, wenn, hätte ich ihn doch nur geheiratet. Deswegen wird ihm hier empfohlen, das Ganze laufen zu lassen ohne Ehe. Ja, dann kommst du hier vielleicht auch, wie bei den anderen Karten, die ich schon hatte, darauf, der will nicht wirklich mich oder vielleicht kommst du auch darauf, eigentlich will ich ihn gar nicht so, wie er ist. Okay. Weitere Aussage muss jetzt nicht unbedingt eine andere Situation sein, wie gesagt, es können auch mehrere Aussagen auf einen Mann zutreffen. Einfach selbst filtern. Also hier habe ich auch Frauen, die gegangen sind, die schwelgen ein bisschen so in Erinnerung, ein bisschen in Bedauern, melancholisch bis hin zu einfach traurig, ja, dass der Mann, hier ist wahrscheinlich der Mann gegangen, es kann hier sogar sein, ja, weil das hier so abgebildet ist, dass er dich schwanger sitzen gelassen hat. Das Ganze ist hier nicht nach deinen Vorstellungen gelaufen und du erhoffst dir hier, dass er wieder, ja, wie so ein Ritter auf dem Pferd zu dir kommt und dir wieder die Romantik anbietet, ja. Dass ihm ein Licht aufgeht, wie schön es doch zwischen euch war und du kannst doch nichts dafür, zum Beispiel, ja, dass du schwanger geworden bist, also dass es vielleicht jetzt nicht Absicht war, ja, dass es nicht ihm gegenüber negativ gemeint war. Es kann ja auch sein, dass das Kind nicht von ihm gezeugt ist. Ja, und da kannst du dann auch nichts dafür, dass du oder dann bist du nun mal in der Situation, wo du vielleicht von einem anderen Mann schwanger bist und du möchtest das Kind behalten. Und ja, das muss natürlich ein Mann akzeptieren oder nicht. Aber er kann nicht einfach sagen, ja, ich will eigentlich die Frau, aber ich will die Frau ohne Kind. Weil das Kind gehört dann zu ihr.
Also hier lief etwas nicht ganz nach deinen Wunschvorstellungen und du hättest gerne, dass dem Mann ein Licht aufgeht, dass er auf dich zugeht und dir ja wieder Romantik bietet. Du sehnst dich nach ihm, ja. Und, ja, dass ihm irgendwie, wodurch auch immer, das wird hier vielleicht was Spezifisches auch sein und natürlich dann individuell ähm, auf jede Frau, die hier zuschaut, bezogen sein, dass ihm ein Licht aufgeht, warum er zu dir zurückkommen soll. Okay. Ich habe hier eigentlich noch nicht ihn eingefangen. Ich lege dir jetzt mal einen Ratschlag. Oh, Königin der Kelche. Ja, sei dir bewusst, dass was du empfindest, das, nachdem du dich sehnst, ja, diese Romantik, die Liebe, die Beziehung, etwas Intaktes, das ist nicht er. Er passt nicht. Du hättest nur gerne das, was du möchtest. Da hättest du ihn gerne mit einbezogen, ja. Aber das könnte quasi jeder andere Mann an seiner Stelle sein, in den du vielleicht verliebt wirst, mit dem du schon etwas in der Vergangenheit gemeinsam gemacht oder erlebt hast. Ja, das gehört immer getrennt. Das eine ist das sich sehnen nach Liebe, nach Beziehung, nach Ehe, aber dafür heißt es einfach, den passenden Mann zu finden oder eigentlich sich suchen zu lassen und dann die Männer auszusortieren, wer passt nicht. Und hier sind die Emotionen schon ein bisschen weit fortgeschritten und deswegen möchtest du deine Wünsche ja quasi auf ihn projizieren und hättest gerne, dass er für dich passend ist. Aber der ist nicht passend. Ich habe ihn hier auch in einer abgeneigten Energie. Ja, jetzt kommt mir seine Energie rein. Was auch immer dieser Umstand ist, er möchte diesen Umstand überhaupt nicht haben. Und sich diesem Umstand auch nicht anpassen. Der ist hier schon dabei, sich von dir zu lösen, muss ich leider sagen. Ja, ich sage in meinen Legungen die Wahrheit und nicht ja, ich sage das, was ihr hören braucht, was ihr hören solltet und nicht das, was ihr hören wollt. Ich brauche keine Legungen machen, um euch weiterhin verträumt sein zu lassen. Das ist weder hilfreich, noch wäre das für mich richtiges Kartenlegen und schon gar nicht, ganz ehrlich, es wäre langweilig. Das wären ja dann immer nur dieselben Energien. Alles ist toll, er liebt dich. Du wirst mit ihm ewig zusammenbleiben und 5 Kinder haben von ihm. Ja, es gibt genug Kanäle, die das machen. Ich mache es nicht. Okay. Gibt es zudem noch was zu sagen? Nein. Löst dich emotional von ihm. Versuch ihn zu vergessen. Versuch Zeit schafft Distanz, ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Zeit schafft auch emotionale Distanz. Ja, lenk dich ab, mach Hobbys, triff dich mit Freundinnen, schau, dass du Zeit vergehen lässt, sodass du dich emotional von ihm lösen kannst. Das wäre hier für dich, für dein Wohlbefinden am besten. Gar nicht unbedingt für deinen Stolz. Ich habe hier als meiste Energie gar nicht unbedingt Frauen, denen es hier um den Stolz geht, ja, die nicht unbedingt bezüglich des Stolzes verletzt werden, sondern wirklich bezüglich der Emotionen nur. Ja, der Liebesemotionen, der Gefühle. Okay. In welchen Energien ist denn hier noch einmal dasselbe oder ein anderer Mann? Okay, es dürfte hier wirklich ein anderer Mann sein. Ich habe hier einen Mann, der aus der Vergangenheit aufgetaucht ist, der sich um dich bemühen möchte. Das müsste er schon ausgesprochen haben. Oder der sich sogar im Moment, oder nicht im Moment, sondern der sich bereits um dich bemüht hat. Und es kann hier auch so eine Art Pause
sein. Ich habe hier die Energie der Verweigerung. Es kann sein, dass du darauf gekommen bist, dass du ihn nicht willst. Ja, vielleicht ist er nicht so dein Traummann vom Aussehen her, vielleicht fehlen dir Liebesgefühle. Ich sage es hier nochmal, es ist das Beste, wenn ihr nicht in einen Mann verliebt seid. Das Verliebtsein, das gesunde Verliebtsein kommt von selbst beim Kennenlernen, beim Hofmachen. Am Anfang die blinde Verliebtheit zu haben als Frau vernebelt euch nur, lässt euch den Mann nicht so klar sehen, wie er wirklich ist, lässt euch selbst eventuell sogar schlecht behandeln. Und außerdem ist das kein Omen, ja. Spontane Verliebtheit oder generell anfängliche Verliebtheit garantiert nicht, dass ihr mit einem Mann zusammenpasst, beziehungsweise auch umgekehrt, wenn ihr am Anfang in einen Mann nicht verliebt seid, sondern ihn nur einfach so okay findet, heißt das nicht, dass ihr nicht charakterlich zusammenpasst. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Hormone, das Verliebtsein der Frau eben oder auch natürlich die sexuelle Anziehung des Mannes und charakterlich zusammenpassen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Ohne Anziehung des Mannes läuft gar nichts. Ja. Der muss die Frau natürlich wollen. Ja, ein Mann trifft sich nicht mit einer Frau, weil er eine Beziehung möchte. Ein Mann trifft sich mit einer Frau, weil er sie hübsch findet oder anziehend oder attraktiv. Ja. Das daher kommt durch diesen Drang eigentlich der Frau, die Frau zu wollen, hat er Motivation, für sie etwas zu tun, sie anzusprechen, sich bei ihr zu melden. Okay, hier wollen höchstwahrscheinlich die Frau den Mann nicht, der sich bereits bemüht hat oder ja angedeutet hat, dass er sich bemühen möchte. Und das dürfte eben einer von der Vergangenheit sein, das heißt ein ehemaliger Kumpel, ein ehemaliger Arbeitskollege, ein Ex-Freund. Oh, 6 der Schwerter. Also wenn es mit diesem Mann schon einmal aus irgendetwas Prinzipiellem, aufgrund irgendetwas Prinzipiellem nicht geklappt hat, dann weg mit ihm. Dann weg von ihm. Ja. Nicht, es heißt jetzt nicht unbedingt, wenn es einmal nicht geklappt hat, muss es wieder nicht klappen. Aber wenn er hier ganz stark gegen ein Prinzip von dir verstoßen hat, warum würdest du ihn denn zurücknehmen wollen, damit er denselben Fehler wieder macht? Also er hat hier die Energie, ich versuche es einfach noch einmal bei ihr. Ich habe ja nichts zu verlieren. Für ihn ist es sowas wie ein Abenteuer, wie ein kleiner Kick, ja, bekomme ich sie nochmal. Und wenn es nicht klappt, ist es mir egal. Also der ist in so einer ist mir egal Energie. Ja, nicht so, ich will schaffen, etwas erschaffen, ich will etwas erreichen. Vielleicht mogelt er sich auch im Leben durch, vielleicht will er es immer ganz leicht haben. Das ist nicht eine männliche Energie. Eine männliche Energie ist zielstrebig und will erreichen, ja. Aber die Bemühung war hier vorhanden, 6 der Stäbe. Also, wenn er sich hier etwas erlaubt hat, etwas Gravierendes, weg mit ihm. Wenn nicht, dann kannst du dich ja weiterhin mit ihm treffen. Es spricht dir nichts dagegen. Soll er dich einladen, soll er bezahlen, genieß die Zeit, lerne ihn kennen, schau, ob er sich geändert hat. Ja, lerne ihn einfach von vorne kennen. Er kann in die Energie kommen, dass er sich wirklich um dich bemühen möchte. Kann auch sein, dass wenn es Wochen oder Monate lang nicht zur Intimität kommt oder du nicht grünes Licht für eine Beziehung sozusagen gibst, ja, weil eine Beziehung, also viele sagen, wir haben eine Beziehung, obwohl sie keine seelische Verbindung zueinander haben und das ist dann, ja, was ist das dann eigentlich? Der Aufzwang, sich treu zu sein, obwohl beide nicht wissen, ob sie zusammenpassen, das ist das eigentlich. Aber das ist bei uns üblich. Ja, wenn er nicht irgendetwas sich für dich persönlich, so wie es sich für dich angefühlt hat, so wie es für dich deine Moral ist, deine Prinzipien sind, wenn er sich diesbezüglich etwas Schlimmes erlaubt hat, dann lass ihn gehen, 6 der Schwerter. Wenn das nicht der Fall ist
auch wenn du nicht verliebt bist, auch wenn du dich ihm nicht sicher bist, auch wenn du weißt, okay, ja, das stimmt, er ist in dieser Energie generell, schau ihn dir an, lass ihn sich um dich bemühen. Entweder er ist dann sowieso weg, weil er sich nicht geändert hat, weil er immer noch ein Faulsack ist oder sonst was. Ja, oder er bindet sich an dich und möchte sich dann wirklich um dich bemühen, kommt in eine männliche Energie. Und das kann natürlich auch sich dann auf andere Lebensbereiche auswirken, natürlich, ja. Hat der Mann die Motivation für die Frau etwas tun zu wollen, weil er sich an sie bindet, dann hat er auch die Motivation im Beruf etwas zu erreichen, weil er der Frau etwas bieten kann, weil er nicht als Loser dastehen möchte. Ja, und dann hat er vielleicht auch Motivation, wenn er merkt, wow, das ist toll, eine gesunde Verbindung zu haben mit dieser einen Frau, dann bemüht er sich vielleicht auch, dass er mit, ja, mit seiner Herkunftsfamilie, dass er sich um seine Herkunftsfamilie wieder bemüht. Wenn da irgendwie Stillschweigen ist oder wegen irgendeinem Blödsinn sich gestritten wurde, ja, dann blüht er auf als Mann und macht. Das kann sein. Also die Lebensbereiche, die Energie in einem Lebensbereich kann sich auf die anderen Lebensbereiche auswirken. Ja, ich habe hier was erreicht, das fühlt sich toll an, jetzt will ich in dem anderen Lebensbereich auch etwas erreichen. Oder zum Beispiel umgekehrt genauso. Bei mir läuft es schlecht in der Liebe, ich fühle mich deswegen richtig, richtig schlecht, ja, dann kann es sein, dass am Arbeitsplatz jetzt auch alles bergab geht. Oder in der Freundschaft oder auf die Herkunftsfamilie bezogen. Das kann alles sich übertragen, weil immer das von der Energie eines einzelnen Menschen ausgeht. Okay, 2 noch und dann gibt es einen allgemeinen Ratschlag am Schluss. 2 fehlen hier noch. Oh, die Herrscherin. Sehr schön. Kann hier sein, dass das hier ein Mann ist. Wie gesagt, es kann dasselbe nochmal erscheinen. Fehlt hat selbst. Der jünger ist als ihr, der jünger ist als du. Und du weißt nicht, ob du ihn daher willst. Ja, das Alter könnte hier ein Problem sein. Ja, er ist dann in der Pagenenergie, du bist sogar in der Herrscherin-Energie. Ja, du hast hier, es schauen hier Frauen, die eigentlich schon im Großen und Ganzen sich ihren Lebenswunsch erfüllt haben, ihr Lebensziel erfüllt haben oder die dabei sind. Ja, also die das quasi schon erreicht haben und das jetzt noch weiterhin ausleben wollen. Ja, die wirklich in ihrer Mitte angekommen sind. Ja, so als ob sie wissen, ja, vielleicht ich habe das Leben durchschaut und es geht mir gut und ich lasse mich nicht mehr aufregen. Das kann hier auch so ein bisschen, diese Energie kommt hier auch ein bisschen durch. Und der Mann ist hier in der Pagenenergie. Also die Pagen und Ritter sind in manchen Decks als Frauen dargestellt, aber wenn ich auf die Liebe schaue, die Hofkarten kommen ja vom Hofmachen, dann ist das trotzdem ein Mann. Ja. Kleine Bemühungen des Mannes kommen mir hier rein. Ein bisschen vielleicht, er stellt sich vielleicht ein bisschen holprig an. Es kann eben wirklich sein, dass er jünger ist und ihr denkt euch, ach, oder du denkst dir, ich switche da immer. Will ich ihn jetzt oder nicht? Es kann auch sogar sein, dass nur das Alter da hier ein Problem ist, ja. Oh, nochmal eine Stabkarte. Also seine Energie, ja, er will dich. Unbedingt. Das ist, also ihn, wenn das hier wirklich ein Altersproblem ist, den stört das überhaupt nicht. Ist aber auch jetzt nicht so, dass das hier ein Fetisch von ihm wäre oder so. Das nicht, nein. Stört ihn einfach nur nicht. Also der würde mit dir höchstwahrscheinlich bis in die Ehe gehen. So stark wie er von dir fasziniert ist. Je stärker ein Mann fasziniert ist von einer Frau, je stärker die sexuelle Anziehung, desto eher macht er ihr den Hof, desto länger macht er ihr den Hof, desto besser macht er ihr den Hof und desto eher und überhaupt kann er sich an die Frau binden, ja, indem er sie eben durch das lange Hofmachen wertzuschätzen lernt
und indem er sich auch durch das lange Hofmachen in sie richtig verliebt. Ja? Also seine Energie, seine Absichten sind hier ernst. Echt und ernst. Das ist toll. Ja, und wenn er sich dusselig anstellt, also vielleicht wisst ihr es schon, ich muss wieder schauen, ob das Bild hier scharf ist. Ähm, wenn ein Mann sich zu benehmen weiß, dann hat er das immer von anderen Frauen gelernt, ja, von der Mutter oder von anderen Frauen, denen er den Hof gemacht hat, um die er sich bemüht hat. Also das heißt, es kann sein, dass ihr auf Männer trefft, die ihr selbst quasi noch so ein bisschen erziehen müsst. Andererseits ist es auch normal, wenn sich ein Mann ein bisschen, ja, wie heißt das denn, so holprig, so unbeholfen, genau, unbeholfen anstellt, weil jeder Mann immer schauen muss, in welcher Energie die Frau ist. Jede Frau ist in einer anderen Energie, jede Frau hat andere Vorstellungen, jede Frau tickt anders. Ein Mann muss immer herausfinden, was will die Frau eigentlich, wie kann ich ihr imponieren. Ja, und das ist natürlich dann auch, wodurch ein Mann in eine unsichere Energie kommen kann und Angst hat, was falsch zu machen. Ja, das muss ihm dann auch Zeit gegeben werden, dass er die Frau quasi richtig beschnuppern kann. Kann hier sein, ja. Aber mir kommt hier jetzt auch rein, ich lege ja immer gerne ein bisschen so Tipps und Ratschläge, aber mir kommt hier rein, ich soll euch hier keinen Tipp geben. Ihr müsst selbst wissen, was ihr wollt, ja. Geht es absolut gegen eure Prinzipien, dass ihr keinen Jüngeren haben wollt? Wenn ja, wie viel jünger? Ja, dann nehmt ihn einfach nicht an. Wenn ihr sagt, okay, der ist aber 6 oder 8 Jahre jünger als ich und das ist noch okay, ja, dann schaut einfach, ob er doch passt. Wenn er, ich weiß nicht, 20 Jahre jünger ist und ihr sagt, na, meinen Lebensabend möchte ich nicht mit einem so jungen Mann verbringen, der so viel jünger ist als ich, dann nein, dann trefft ihn einfach nicht weiterhin. Aber denkt euch nicht, das wird jetzt nicht für so viele hier zutreffen, versucht euch nicht in ihn hineinzufühlen. Wie empfindet er das eigentlich, dass ich so viel älter bin? Das ist dem egal, ja. Und es ist dann nicht was Blindes aufgrund der sexuellen Anziehung, ja, weil sonst, wie soll ich das sagen? Ja, sonst müsste sich ja jeder Mann denken, nein, das ist nur die sexuelle Anziehung, das sind nur die Hormone, jetzt nehme ich die Frau nicht an. Ich suche mir nur eine, die ausschaut wie ein Topmodel. Sicher kann es sein, wenn das Ganze erst relativ frisch ist, dass er dann nach Wochen oder Monaten darauf kommt, während des Kennenlernprozesses, naja, so eine, die so viel älter ist, will ich doch nicht haben. Aber dann hättet ihr trotzdem eine schöne Zeit mit ihm verbracht. Ihr hättet einfach einen Menschen kennengelernt, er hat euch den Hof gemacht, er hat euch zum Erblühen gebracht, weil so nennt man das in einigen Sprachen, ja, weil ihr das Gefühl hattet, ich bin begehrenswert. Und ihr müsst euch ja wegen ihm nicht anderen Männern verschließen. Ja, wenn das platonisch ist, könnt ihr jederzeit von anderen Männern irgendwelche Vorschläge zu gemeinsamen Treffen, zu Verabredungen annehmen. Da spricht ja nichts dagegen, ja. Und wenn ihr euch da so unsicher seid und euch denkt, nein, ähm, ich weiß nicht, ob das was wird, ich bin mir da ziemlich unsicher, dann trefft euch einfach nicht so häufig mit ihm, ja, nur einmal in der Woche oder alle 2 Wochen. Dann verschwendet ihr unter Anführungsstrichen nicht so viel Zeit. Ja, das sind jetzt so ein paar Impulse von mir persönlich, wie ich das jetzt spüre hier, was hier sein kann. Aber was ich vorhin gemeint habe, dass ich jetzt hier quasi von den Karten, vom Universum keinen Ratschlag geben soll, ist quasi kein harter Ratschlag in dem Sinne, vergiss ihn oder du musst ihn unbedingt weiterhin treffen. Das ist eben hier nicht der Fall. Okay, eine weitere Aussage noch.
Also hier kann es wirklich eine Situation sein, dass, wo der Mann der Frau etwas weggenommen hat, ja. Gegenstände, ein Haus, was Finanzielles, Haustiere, hier sind Schweinchen abgebildet. Ja, dass der Mann die Frau ich habe hier einfach die Energie, dass die Frau sich vom Mann bestohlen fühlt, ja, und er sitzt jetzt da am Thron und hat die Gegenstände bei sich. Weil die 3 der Stäbe ist da irgendwie merkwürdig dazu. Falsche gemeinsame Pläne, ja, Illusion, die gemeinsamen Pläne wurden nicht erfüllt. Es kann ja wirklich sein, dass hier einige auf einen Liebesschimmer reingefallen sind, der sie bestohlen hat. Das ist natürlich auch möglich. Ja, oder dass sich einige Angst haben um die Haustiere. Ja. Also hier hat der Mann auf jeden Fall der Frau was weggenommen. Das ist hier die wesentlichste Energie. Und er ist auch in einer harten Energie. Also der bereut es, ich sage mal 1-2%, aber grundsätzlich freut er sich darüber, dass er das bekommen hat, was er wollte. In dieser Energie ist er gleich, das spüre ich sofort. Empfehlungen, stehe zu deinem Irrtum, stehe dazu, dass du ja, dich bei diesem Mann geirrt hast, prüfe zukünftige Männer besser, ja, mindestens ein Jahr lang am besten, ja, vor allem wenn ihr sowas erlebt habt, platonisch kennenlernen, prüfen. Ja, und nicht nur alle 2 Wochen treffen, einmal in der Woche treffen, zweimal in der Woche treffen. Ihr müsst zum Kennenlernen, es kommt immer darauf an, wie oft sich 2 Menschen kennenlernen, ja, wenn sich 2 Menschen 5-mal in der Woche treffen, ja, dann können die nach einem halben Jahr vielleicht sogar schon heiraten, wenn sie alles voneinander wissen und alles abgeklärt haben. Es ist aber eine Ausnahme, ja, das ist ja nicht normal. Also, und natürlich kommt es auch darauf an, wie lang die Treffen sind. Ja, treffen wir jetzt so eine halbe Stunde oder treffen wir uns so und sprechen 2 Stunden lang? Aber hier ist wirklich das Eingeständnis sich selbst gegenüber, ich habe mich geirrt, er ist nicht so, wie ich es dachte, es ist meine Schuld, ich habe ihn nicht gut genug geprüft, ich muss oder sollte davon lernen und ja, und dann das Ganze, auch die Eigenschuld hier ein bisschen loslassen. Ja, und vielleicht, wenn hier andere involviert waren, dann doch so sagen, ja, tut mir leid, ich habe ihn falsch eingeschätzt, ich habe das nicht gewusst. Tut mir leid, dass du durch mich das und das erlitten hast oder in diese oder jene Situation durch mich geraten bist, ja. Das wäre dann schon eine nette menschliche Entschuldigung, wenn ihr da ein Verhältnis mit einer anderen Person positiv aufrechterhalten wollt, denn ihr hättet sicherlich auch gerne, dass sich die andere Person dann entschuldigt, ne? Ja, zum Beispiel, der hat jetzt einer Freundin von euch 20.000 Euro gestohlen, ja. Kann ja sein. Kommt mir hier als Beispiel rein. Ja, in welcher Energie er ist, habe ich schon gesagt. Und hier gilt es wirklich zu lernen. Und in Zukunft keinen Vertrauensvorschuss geben, sich nicht auf die Verliebtheit, auf die anfängliche blinde Verliebtheit verlassen, sich nicht auf den Charme des Mannes verlassen. Männer versprechen viel, um Frauen für sich zu gewinnen. Und dafür bekommen sie kein schlechtes Karma, weil das gehört einfach zum, ja, Überzeugungsprozess. Es gibt doch den Begriff Eroberungsprozess, aber den nutze ich nicht. Ich finde es schrecklich zu sagen, ein Mann erobert eine Frau. Das ist so, als ob sie ein Gegenstand wäre und dann darf er im Endeffekt eine Flagge in sie reinhissen. Das ist mir zu herablassend Frauen gegenüber. Deswegen nutze ich den Begriff Eroberung nicht. Grundsätzlich nicht, ja, aber manchmal kommt er vielleicht dann doch durch. Okay, das waren hier die Energien, die Situationen oder auch, also verschiedene Männer, kann auch nur ein Mann gewesen sein für euch, dass zum Beispiel 3 Aussagen auf einen Mann zugetroffen haben, je nachdem.
selber filtern, selber schauen, genauestens zuhören, gerne auch zurückspulen, gerne sich ein Video nochmal anschauen, spricht nichts dagegen. Ja, und für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, ihr könnt euch auch alte Videos von mir anschauen. Meistens habe ich allerdings bisher Auswahlorakel gemacht, weil das angeblich so beliebt ist auf YouTube, aber es fühlt sich für mich nicht so gut an. Ja, das ist für mich so anstrengend, dann nur eine Energie herzunehmen und dann eine Viertelstunde darüber zu sprechen und nicht einfach ein bisschen mehrere einfangen zu können. Okay. So, jetzt gibt es noch einen allgemeinen Ratschlag, so wie ich das auch früher immer gemacht habe. Mit einer verdeckten Bonuskarte, damit nicht zu viele Energien auf einmal durchkommen. Und das bedeutet, was gilt für alle, die dieses Video anschauen, die es bis hierher geschafft haben, so ein allgemeiner Lebenstipp im Moment, was im Moment vielleicht zu beachten ist. Es kann auch eine Warnung sein, es kann auch sogar eine Prognose sein, eine Warnung für die Zukunft. Ja, hier lasse ich das Universum freisprechen. Okay, Halleluja. 5. Schwerter am Anfang. Wenn ich die Karten ausgepackt habe, ja, so wie ich mit einer Legung anfange, habe ich sie immer schon vorher für eine Legung für mich persönlich genutzt. Und die kam auch gleich als erste Karte, 5. Schwerter. Also, das ist manchmal schon unheimlich, ja. Aber ich deute sie jetzt natürlich dann nicht auf mich bezogen. Das habe ich ja schon gemacht. Und ich gehe auch immer von den Energien aus. Hier sagt das Tarot, es ist okay, sich auch nur vorläufig von einer Person zurückzuziehen, wenn diese euch gegenüber irgendwie hinterhältig war oder gemein war. Ja? Ihr müsst nicht immer sofort euch eure Meinung bilden und schon gar nicht eine dauerhafte Meinung. Ja, es gehört auch Mut dazu, die eigene Meinung zu ändern. Das ist völlig okay. Dazu habt ihr euer Leben lang ein Recht. Ja, das ist okay. Niemand kann euch aufzwingen, das nicht tun zu dürfen. Und wenn ihr euch durch eine Person oder durch eine Situation nicht wohlfühlt, dann habt ihr das Recht, euch zurückzuziehen und auch euch selbst gegenüber zu denken, ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halte. Ja, und geschweige denn, was ich deswegen tun werde. Es wird sogar von einer Psychologin empfohlen, also die ich kenne, 24 Stunden lang nicht zu antworten, damit die Emotionen abklingen, damit ihr dann mit klarem Kopf reagiert, ja, zum Beispiel auf eine WhatsApp zurückschreibt. Dann kenne ich wiederum weiß ich wiederum von einer Philosophin, ja, die Philosophinnen kennen sich sehr, sehr gut aus mit der Psychologie, und die Philosophie ist auch die Mutter aller Wissenschaften, ja, die nimmt Fakten her, analysiert diese und schafft daraus Wissen. Also es wird keine Philosophin auf der Welt geben, denn wir verstehen, glaube ich, unter Philosophie immer Poesie oder so, die sich nicht irgendwie ein bisschen mit der Psychologie auskennt. Und die empfiehlt sogar allen, immer so 3, 4 Nächte über etwas zu schlafen, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Weil einfach natürlich auch dann im Schlaf ja einiges verarbeitet wird und auch manches bedarf eben auch ein paar Tage, um sich selbst Klarheit darüber zu schaffen, um sich in Ruhe auch dann im Laufe des Alltags vielleicht so ein bisschen nebenbei im Hinterkopf zu überlegen, ja, was will ich denn jetzt eigentlich? Ja, und das ist auch immer schwer, so ein bisschen da sowohl das eigene Wohlbefinden, als auch die eigenen Prinzipien ein bisschen so zu kombinieren. Ja, so zum Beispiel vom Prinzip her, was hat sich diese Person da mir gegenüber erlaubt? Jetzt sage oder schreibe ich hier aber mal so richtig die Meinung, ja, und andererseits vom Wohlbefinden her so, oh nein, das regt mich wieder so auf, ich will nicht. Ja, und da ist es auch, das weiß ich von der einen Psychologin wiederum, da gibt es diesen Spruch, ihr schuldet nur euch selbst gegenüber etwas, ja.
Und ihr entscheidet euch für euch selbst, ob ihr eurem Gegenüber eure Reaktion gebt oder nicht, ja. Also wenn ich sage, okay, der ist ein AAA, ja, und hat es verdient, dass ich ihm voll meine Meinung sage, aber ich nehme mir nicht dafür Zeit. Er ist mir meine Zeit und meine Reaktion, denn die bedarf auch meine Energie, nicht wert. Ich gebe ihm das nicht. Ich schulde mir nur selbst die Reaktion. Und die beinhaltet, dass ich weiß, dass das falsch war für mich und dass ich weiß, dass ich für mich ruhig bleiben möchte, dass ich mich nicht aufregen möchte. Ja, vielleicht muss ich mir selbst einen klaren Kopf darüber schaffen, aber ich muss nicht einem anderen Menschen gegenüber reagieren. Und das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst vor allem bei Menschen, die stacheln, die gehässig sind, nicht zu reagieren. Weil meistens solche Menschen, die gehässig sind, die nähren sich an der Reaktion anderer. Und wenn nicht reagiert wird, wenn die Personen nicht mal angeschaut werden, wenn ihr euch nicht rechtfertigt, ja, das löscht das Feuer quasi. Und das ist wirklich schwer, weil wir alle emotionale Wesen sind. Wir sind alle Energie, wir wollen immer reagieren. Okay. Strategie. Strategie, ja, die Strategie habe ich gerade erwähnt. Ja, ihr könnt euch das auch für euch selbst entscheiden. Ihr müsst euch ja nicht bestimmte Daten vorgeben, sondern einfach nur, wow, das ist so heftig. Ich kann und will jetzt eigentlich noch gar nicht darauf reagieren. Ich möchte mir das zuerst überlegen, egal wie lange es dauert. Und wenn es 2 Wochen dauert, dann dauert es ebenso lang. Ja, auch da ist es wichtig, die eigene Würde quasi, die Würde, ja, zu bewahren und sich nicht von der anderen Person passiv beeinflussen zu lassen, dass ihr euch zum Beispiel nicht jetzt 2 Wochen Zeit lasst, bis ihr auf eine WhatsApp reagiert. Gut, 2 Wochen sind heftig, aber trotzdem als Beispiel. Und euch eben drängen lasst, oh, die Person wartet auf eine Antwort und wie komme ich denn rüber, wenn ich mir so lange Zeit lasse, ja, als ob ich mich schocken lassen würde, als ob ich mich niedergeschlagen fühlen würde jetzt deswegen, ja. Es kann schon sein, dass die andere Person euch dann als schwach betrachtet oder als ob sie gesiegt hätte, aber wenn ihr euch dazu zwingt, schneller zu reagieren, dann lasst ihr euch damit ja quasi auch von der anderen Person beeinflussen und passt ihr euch ihr an. Und das ist dann sehr wohl eine Energie des Verlierens. Ja, der eigentlich unterwürfigen, sich anpassenden Position. Gut, was haben wir denn als Bonuskarte? 2 der Stäbe. Die räkelt sich hier so genussvoll. Ja, das sind ja auch die Pläne. Das sind ja auch die anfänglichen Pläne. Ja, und nicht vergessen, hier geht es vielleicht auch ein bisschen um Entscheidungen, die generell alle Entscheidungen im Leben, ja, jetzt nicht so was Negatives wie hier, wie reagiere ich auf eine negative Person, sondern was möchte ich im Leben machen? Ja, welche Hobbys möchte ich wieder aufnehmen? Welchen Interessen möchte ich nachgehen? Möchte ich einen Jobwechsel machen? Möchte ich eine Weiterbildung machen? Wie möchte ich meinen Alltag gestalten? All diese kleinen Pläne, ja, und zwar nicht nur die Pläne auszuleben, sondern bis dahin sich diese Pläne zu überlegen, sollte genossen werden. Ja, das Leben sollte genossen werden. Sie räkelt sich hier richtig auf der 2 der Stäbe und das ist die Karte der anfänglichen Pläne. Genießen. Ja, alles, was irgendwie, ja, ich sag mal eher das Gegenteil von genießen ist eine Anspannung, ist psychisch nicht gesund und kann auf die körperliche Gesundheit übertragen werden. Ja, es könnte dann nicht wirklich beeinflussen. Und deswegen ist es so wichtig, das Leben zu genießen. Ja, jetzt nicht faul sein und nicht, dass euch alles egal ist oder keine Verantwortung zu übernehmen, aber einfach
schauen, dass all das, was ihr macht, alle Kleinigkeiten und wenn es nur eine Handbewegung ist et cetera. Oh, ich sehe gerade, die Kerze rennt hier aus. Ach du Schande. Ui, ui, ui. Ähm, aber gut, solange es nicht brennt und feuerfest ist, ist okay. Ähm, oh Gott, wo war ich jetzt? Moment. Genau. Selbst wenn es nur eine kleine Handbewegung ist, einfach geschmeidig und locker und genießen, ja. Ähm, Ich zeige euch jetzt ein skurriles Beispiel. Ja, ich habe hier 3 Steine liegen. Das sind 2 Edelsteine und ein Opalit. Und ich will mir jetzt ganz kurz anschauen, was für Steine das sind. Ja, ich will sie mir kurz näher halten. So, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mache. Ach, ich nehme die jetzt ganz schnell her und schnell schaue ich sie mir an. Oh, 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 okay, okay, ich habe sie mir angesehen. Okay, passt. So, das waren jetzt gestresste Handbewegungen und ich habe mich selbst damit gestresst. Anders kann ich es aber auch so machen. Ich möchte mir die Steine vielleicht mal wieder anschauen. Okay, nehme ich sie mal her. Dann schaue ich sie mir an. Oh, schauen die schön aus. Wie die auch durchsichtig sind. Teilweise schöne Steine. Und dann lege ich sie wieder zurück, ganz mit sanften Handbewegungen. Und ich war innerlich nicht gestresst, ich habe keine hektischen Bewegungen gemacht, ja, die vielleicht sogar ein bisschen, ja, man kann sich auch am Körper was reißen oder so. Und da ist ein gewaltiger Unterschied, wie ich durchs Leben gehe, ja, auch mit Bewegungen, quasi auch feinmotorisch oder grobmotorisch, hektisch oder gelassen. Und manche mussten das hier hören. Okay, dann beende ich diese Legung, wünsche euch alles Gute und wenn ihr wollt, hören wir uns demnächst wieder. Bis bald.